Es ist, als ob dein Wesen sagen würde, ich will kein angepasstes Leben mehr. Ich will etwas Wahres, etwas, das wirklich mit mir zu tun hat. Herzlich willkommen. Vielleicht spürst du es auch. Die Welt verändert sich oder scheint sich zu verändern. Nicht nur ein bisschen, sondern tief. Etwas Grundlegendes bewegt sich gerade und es ist nicht mehr zu übersehen und wohl auch nicht mehr zu beruhigen mit den Worten, wird schon wieder. Und gleichzeitig passiert da etwas in dir. Etwas, das nicht mehr so weiter schlafen will wie früher. Etwas, das sich fragt, was hat das alles mit mir zu tun? Viele Menschen erleben gerade eine Art inneres Aufbrechen. Ein Unbehagen mit dem Alten, ein Ziehen in eine Richtung, die noch gar nicht klar ist. Es ist so, als würde etwas in uns aufwachen, mitten in einer Welt, die selbst gerade aus den alten Fugen gerät. Und genau darum geht es heute. Wenn du versuchst, dich an alten Sicherheiten festzuhalten, wird es anstrengend, weil vieles, was früher Halt gegeben hat, nicht mehr trägt. Die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir Beziehungen führen, wie wir mit uns selbst umgehen. All das wird kräftig durchgerüttelt. Und nicht nur im Außen, natürlich auch gerade im Inneren, weil es ja im Grunde dasselbe ist. Das Ganze ist kein Zufall. Wenn Systeme wanken, wenn alte Antworten nicht mehr greifen, dann entsteht Raum. Raum für neue Fragen und für Ehrlichkeit vielleicht auch mit Glück, für ein Aufwachen aus Gewohnheiten, die längst uns zu eng geworden sind. Viele spüren genau das gerade jetzt, eine stille Unruhe vielleicht, etwas, das nicht einfach so eine Phase ist, sondern eher wie ein Ruf klingt, still, aber hartnäckig. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du tust das, was du immer getan hast, aber es fühlt sich nicht mehr stimmig an, nicht mehr richtig. Du funktionierst weiterhin, aber etwas in dir will nicht mehr mitspielen. Eine Unlust kommt hoch. Es ist nicht dramatisch und nicht laut, aber es geht schon ziemlich tief. Und oft ist es schwer einzuordnen, weil im Außen ja alles noch mehr oder weniger normal wirkt. Aber innen stimmt etwas nicht mehr. Es passt nicht mehr zusammen. Manche erleben das als Erschöpfung, andere als Sinnkrise oder als wachwerdende Sehnsucht nach etwas Echtem, etwas, das nicht in Formeln passt oder in Kästen, in Schachteln, nicht in alte Rollen. Und auch nicht in das, was man eben so macht, wie man es immer gemacht hatte. Es ist, als ob dein Wesen sagen würde, ich will kein angepasstes Leben mehr, ich will etwas Wahres, etwas, das wirklich mit mir zu tun hat. Diese innere Bewegung kann verwirrend sein, denn sie passt nicht zu dem, was wir gelernt haben. Komisches Zeug, nämlich, dass man stabil ist, wenn man sich nicht verändert, dass man stark ist, wenn man durchhält und dass man erfolgreich ist, wenn man mithält. Das hast du wahrscheinlich alles schon irgendwo gehört. Aber jetzt und heute geht es um etwas anderes. Vielleicht geht es gerade darum, still zu werden, hin zu Gefühlen, die lange überdeckt waren, zu spüren, was du verdrängt hast, weil es unbequem war. Vielleicht geht es darum, Fragen zu stellen, auf die es keine schnellen Antworten gibt. Fragen wie, wer bin ich, wenn ich aufhöre zu funktionieren? Was ist mir wirklich wichtig? Und worauf will ich mein Leben eigentlich gründen? Solche Fragen sind aber nicht akademisch zu verstehen, sie sind existenziell. Und sie stellen sich nicht, weil du zu viel nachdenkst, sondern wohl eher, weil du ehrlich wirst, endlich. Weil du vielleicht zum ersten Mal wirklich wissen willst, wer du bist, ohne Maske, ohne Rolle, ohne Selbstbild, das sich zwar gut anhört, aber im Grunde nichts mehr mit deinem inneren Erleben zu tun hat. Vielleicht kennst du das ja irgendwie.
Das Erschütternde dabei: Es gibt keinen festen Plan für diesen Prozess, kein Rezept, kein Ziel. Da kann ich dir nichts geben. Aber es gibt ein inneres Wissen, das sich meldet, wenn du beginnst, still zu werden. Wie oft empfehle ich das Sitzen in Stille? Du spürst, dass etwas nicht mehr stimmig ist, was dich müde macht, was du aus Pflichtgefühl weiterschleppst, obwohl du längst spürst, dass dich aufreibt. Und du merkst vielleicht auch, was dich ruft und was dir Kraft gibt, was dich still werden lässt, auf die gute Art. Dieser Wandel, den viele gerade durchlaufen, ist nicht egozentrisch. Er ist auch kein Selbstoptimierungsprojekt. Es ist ein Erwachen, dein Erwachen. Ein Loslassen der alten Orientierung an äußeren Maßstäben und ein vorsichtiges Hinwenden zu dem, was innen reif geworden ist, auch wenn es noch keine Worte hat. In einer Welt, die sich ständig beschleunigt, braucht es Mut, langsamer zu werden. Braucht es eine Klarheit, die nicht laut ist, und vor allem ein Herz, das bereit ist, nicht nur durchzuhalten, sondern, wenn es sein muss, ganz neu zu beginnen. Aber nicht irgendwo im Außen, sondern natürlich zuerst in dir. Vielleicht zeigt sich der Neuanfang bei dir noch nicht als konkrete Entscheidung, sondern eher erst als Müdigkeit gegenüber dem Alten, als ein leises Nein zu Dingen, die früher selbstverständlich waren, als Zögern, nicht aus Angst, sondern aus Bewusstheit. Und das ist gut so. Denn Veränderung beginnt selten mit einem Knall. Oft beginnt sie mit einem Satz, den du dir selbst eingestehst, mit einem einzigen Gedanken, den du nicht mehr wegdrückst und nicht mehr wegdrücken kannst. Mit einer Wahrheit, die du endlich aufsteigen lassen kannst. Was gerade geschieht in dir und in vielen anderen Menschen in der Welt, ist nicht Chaos, es ist Reifung. Und Reifung fühlt sich nicht immer gut an, selbst wenn wir das glauben mögen. Aber diese Reifung bringt dich zurück zu dir. Und das ist noch nicht das Endziel, sondern es ist erstmal eine Richtung, aber das reicht. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern offen zu sein für das, was ich zeigen will. Dafür musst du also nichts wissen, nichts leisten und niemandem etwas beweisen. Du darfst einfach echt werden, still werden und hinhören und spüren, was dich ruft. Danke, dass du dir diesen Raum nimmst. Vielleicht ist das gerade das Wichtigste zur Zeit, nicht einfach weiterzumachen wie bisher, sondern einfach mal stehen zu bleiben, zu atmen und dich zu fragen, was will durch mich in diese Welt kommen? Wenn du das Gefühl hast, du bist mitten in so einem Wandel, dann bist du nicht allein. Viele erleben gerade das Gleiche, es wird mir immer wieder berichtet, auch wenn es kaum jemand sonst laut sagt. Das, was hier geschieht, ist nicht das Ende von etwas, es ist ein neues Beginnen. Von innen nach außen, von dir selbst zu dir selbst. Und wenn du magst, werde ich dich noch gerne ein Stück des Weges begleiten. Alles Liebe und bis bald.